Willkommen zurück auf meinen YouTube-Kanal. Wenn ihr neu seid, herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich 3 meiner Favoriten Outdoor-Uhren für dieses Jahr vorstellen, beziehungsweise für das Jahr 2021, beziehungsweise auch Anfang 2022. Das sind 3 Uhren, die mich dieses Jahr sehr viel begleitet haben, bei denen 2 ich auch einen Test gemacht habe, beziehungsweise noch einen Test mache. Und ich möchte euch da kurz zeigen, was hier die Unterschiede sind, welche Uhr welche Vorteile hat und welche Defizite es gibt. Ich habe jetzt hier aktuell, wie gesagt, 3 Uhren liegen. Einmal die Fenix 6 in der Saphir-Edition, dann die Polar Critics Pro. Hier ist jetzt eine Titanium-Version, aber die gibt es ja auch noch in der Nicht-Titanium-Version. Und dann haben wir die Coros Apex Pro. Was vielleicht im Line-Up vermisst wird, ist die Suunto 9 Peak. Die Suunto 9 Peak ist für mich zwar jetzt keine schlechte Uhr, sie sticht aber in keinen der Punkte, die ich nachher nennen werde, irgendwie explizit heraus. Ja, warum stelle ich aber gerade dieses Line-Up vor? Ist eigentlich ganz einfach. Bei allen 3 Uhren bewegen wir uns im ähnlichen Preisrahmen. Es gibt zwar von der Coros noch die Vertex 1 bzw. Vertex 2, die ist aber deutlich teurer als jetzt zum Beispiel jetzt die Polar Critics Pro. Bei der Polar Critics Pro habe ich als Review-Gerät das Titanium-Gehäuse bekommen. Das ist natürlich ein bisschen teurer jetzt als jetzt die Coros Apex Pro, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir nicht die Titanium-Version haben, weil außer dem Gehäuse ist hier kein Unterschied, was die Software angeht. Bei allen 3 Uhren haben wir Saphirglas im Einsatz. Das bedeutet, wenn ihr jetzt mal irgendwo ein bisschen aneckt oder rankommt oder an Felsen rankommt, weil ihr im Auto unterwegs seid, müsst ihr jetzt nicht direkt Angst haben, dass hier das Saphirglas beschädigt wird, beziehungsweise ihr einen Kratzer davon tragt. Der erste große Unterschied bei den Uhren ist, dass die Fenix überhaupt kein Touch-Display mehr hat. Das bedeutet, sowohl die Polar Critics Pro als auch die Coros Apex Pro können mit Touch bedient werden. Ich finde das persönlich jetzt nicht zwingend notwendig. Das Einzige, wo ich Touch vielleicht gut finde oder wo ich Touch gut finde, ist tatsächlich, wenn man jetzt in der Karte ist, beziehungsweise bei der Navigation. Und hier kann man entsprechend in die Karte reinzoomen. Stichwort Navigation. Alle 3 Uhren unterstützen Navigation, bedeutet, ihr könnt mit Komoot eine Strecke planen, beziehungsweise hier gibt es auch bei allen 3 eine Komoot-Anbindung. Ihr könnt dann, wie gesagt, die Strecken planen, synchronisieren, funktioniert alles wunderbar. Sowohl bei der Coros Apex Pro als auch bei der Fenix 6 Saphir Edition oder beziehungsweise bei der Fenix 6 Pro haben wir Kartenmaterial an Bord. Bei der Coros Apex Pro habe ich mal in Kartenmaterial reingeschaut. Das sieht auch nach Garmin-Material aus, beziehungsweise taucht Garmin mal in den Bezeichnungen auf. Die Polar Critics Pro ist die einzige der 3 Uhren, die nur eine, ich sag mal, klassische Strichnavigation anbieten. Das bedeutet, ihr bekommt dann nur Abbiegehinweise und lauft dann einem Strich hinterher. Ihr bekommt natürlich keine Karte angezeigt, aber auch Weggabelungen oder scharfe Kurven sind aber explizit angezeigt. Also das heißt, man kann mit dieser Uhr trotzdem auch sehr gut navigieren. Dennoch habe ich einen Favoriten, was die Navigation angeht, und zwar ist es die Garmin Fenix 6 Pro bzw. Saphir. Hier ist es so, dass ich dann auch wirklich Abbiegehinweise bekomme und auch wirklich Meldungen auf die Uhr. Ich kriege eine Vibration, ich kriege ein akustisches Signal, wenn ich jetzt abbiegen muss. Bei der Coros Apex Pro habe ich zwar Kartenmaterialien dabei und es funktioniert auch alles wunderbar, wird auch wunderbar angezeigt, aber hier bekomme ich keine Abbiegehinweise. Den einzigen Hinweis, den ich bekomme, ist, wenn ich hier vom Weg abkomme, dann bekomme ich ein Signal, dass ich jetzt weg bin und bekomme auch angezeigt, wie weit ich weg bin. Die Uhr selber kann Signaltöne abgeben und Vibrationen. Also sie macht es zum Beispiel, wenn man jetzt hier einen Paceplan drin hat und hier die Pace überschreitet, kriege ich einen Ton und ein Signal. Das bedeutet, die Uhr kann das. Warum man das jetzt in die Navigation noch nicht eingefügt hat, zum heutigen Stand, also wir sind jetzt kurz vor Silvester, ist mir noch ein bisschen schleierhaft. Heißt aber auch, dass Coros das noch nachpatchen kann. Was die Widgets angeht, so ist die Polar Critics Pro hier sehr stark unterwegs, beziehungsweise auch die Fenix 6. Bei der Fenix habe ich sogar noch die Möglichkeit, über den Connect IQ Store meine Widgets zu erweitern, beziehungsweise Datenfelder herunterzuladen und hier meine Uhr zu individualisieren. Das kann ich bei der Polar Critics Pro nicht. Dennoch ist bei der Polar Critics Pro die Widgets sehr gut in die Uhr integriert. Das bedeutet, ihr habt alles wunderbar in der Oberfläche. Ihr könnt dann hier einmal durchswitchen und euch dann das entsprechende Widget anzeigen lassen. Ihr könnt es auch dauerhaft anzeigen lassen. Und wenn ihr in das Widget hineingeht, bekommt ihr dann auch mal noch mehr Details. Alle 3 Uhren unterstützen ein Training Load. Das bedeutet, wenn ihr jetzt hier Sport macht und hier aktiv seid und laufen geht, habt ihr so einen gewissen Trainingsload, wo ihr anzeigt, wie gut ihr trainiert, beziehungsweise in so einer Wolke, wo ihr euch bewegt, ob ihr euch außerhalb, unterhalb oder in der Wolke bewegt. Und so könnt ihr immer gucken, ob euer Training optimal ausgelegt ist.
Sowohl die Phoenix 6 als auch die Polar Critics Pro bieten Trainingspläne an, wobei bei der Phoenix 6, man kann auf der Webseite noch mehr Trainings auswählen, aber auf der App gibt es 3 Trainer, die ihr zur Auswahl habt und entsprechend hier auch 3 Strecken, also 5, 10 und Halbmarathonstrecke. Bei der Polar Critics Pro ist es so, dass ihr die Trainings über die Webseite machen könnt. Und für mich ist die Polar Critics Pro im Bereich Trainingsplan mit Abstand die beste Uhr, also mit allen 3 Abstand. Zumindest was es angeht, wenn man neu in diesem Thematik drin ist. Man kann sich auf der Webseite wunderbar ein Training erstellen. Man bekommt dann hier einen Trainingsplan erzeugt, beziehungsweise dieser Trainingsplan beinhaltet sowohl das Lauftraining, also ich gehe jetzt einfach vom Lauftraining aus, beinhaltet sowohl ein Lauftraining als auch ein Kraft- und Core-Training. Das heißt, ihr trainiert nicht nur das Laufen und lauft schneller, sondern ihr bekommt dann auch noch ein Ausgleichstraining, weil es auch ganz wichtig, neben dem Laufen auch seinen Oberkörper und seinen Körper generell zu kräftigen, um hier eine bessere Haltung beim Laufen zu haben. Beziehungsweise ist es auch ganz wichtig, dass ihr einen Ausgleich habt, dass ihr nicht eine einseitige Belastung habt. Das bildet die Uhr hier am besten ab. Ich habe zwar schon mal einen Trainingsplan mit Garmin gemacht, der hat auch wunderbar funktioniert. Ich habe auch mein Ziel erreicht. Dazu habe ich ja mal einen Laufblock gemacht. Ist alles kein Thema. Leider wird aber hier so ein bisschen das Krafttraining vernachlässigt, beziehungsweise gar nicht darauf hingewiesen. Oder anders gesagt, es gibt zwar schon animierte Workouts bzw. Workouts, die muss man aber selber einen Trainingsplan hinzufügen. Also es wird angeboten, aber es ist nicht integriert in den Trainingsplan. Und das finde ich ein bisschen schade, weil es halt wirklich elementar wichtig ist, dass man das auch mitmacht. Was das Training bei der Coros Apex Pro angeht, so wurde heute, Stand 29.12., das Trainingshub veröffentlicht. Das ist wirklich ein sehr, sehr mächtiges Tool. Alle, die Training Peaks kennen, werden das, wenn ihr da mal reingeht, das ein bisschen wiedererkennen. Ich würde es, Kopie wird es vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist schon stark angelehnt an Training Peaks. Das ist ein Hub, wo es sowohl einen Trainermodus gibt als auch einen Athletenmodus. Ihr könnt auch eure Workouts planen. Ihr bekommt dann auch einen Trainingsload angezeigt, eine Ermüdung und alle statistischen Werte, die euch helfen, euer Training zu verbessern. Das finde ich wirklich ein sehr mächtiges und starkes Tool, was hier angeboten wird. Zudem hat die Coros auch noch eine Leistungsmessung, also Polaruhr und die Coros-Uhr haben beide eine Leistungsmessung. Bei Garmin müsst ihr das Ganze mit einem Brustgurt extra machen, also ist auch eine Leistungsmessung integriert, aber halt nur im Zusammenhang mit dem mindestens HRM Brustgurt. Was die Coros-Uhr da angeht, hat Coros die beste Leistungsmessungs-Trainingsmöglichkeiten. Das bedeutet, ihr könnt auch Training auf Leistung erstellen und hier entsprechend auf Wattwerten laufen. Wie gesagt, es ist ein integrierter Leistungsmesser enthalten. Ihr könnt aber auch ohne Probleme, und das ist auch bei allen 3 Uhren so, den Stride Footpod anbinden und hier entsprechend mit Stride ein Training durchführen. Was die Konnektivität angeht, so hat sowohl Coros als auch Garmin Bluetooth und ANT Plus im Angebot. Das heißt, ihr könnt hier alles anschließen, was mit diesen Formaten unterstützt wird. Bei der Polar Critics Pro seid ihr nur mit Bluetooth unterwegs, beziehungsweise könnt auch entsprechend nur mit Bluetooth verbinden. Zudem bieten die Coros Apex Pro und die Garmin Phoenix 6 auch noch einen Pulsoximeter an. In meinen Augen macht das im Flachland jetzt keinen Sinn. Aber wenn ihr jetzt in den Bergen unterwegs seid, dann macht es natürlich Sinn, weil ihr dann auch in Höhe und ausgesetzt seid. Und natürlich sind das jetzt hier keine medizinischen Werte, aber so als Richtwert wird das Ganze auch gut funktionieren. Was die Polar Critics Pro angeht, so hat diese keinen Pulsoximeter an Bord. In puncto Einstellung der Displays der Sportmodi ist die Phoenix 6 doch ein bisschen, hängt ein bisschen hinterher. Bei allen Herstellern, auch Suunto und jetzt hier bei Coros und auch bei Polar, habe ich die Möglichkeit, die Sportmodis über die App einzustellen. Das bedeutet, ich kann hier ins Display hineingehen und ganz einfach mit Drag and Drop bzw. hier meine Sachen auswählen und entsprechend das Display designen. Bei der Phoenix selber muss ich erst in die Aktivität hinein, dann muss ich, es ist nicht ganz offensichtlich, dass man da gleich direkt reinkommt, gerade für jemand Neues ist es nicht ganz offensichtlich. Dann muss ich hier alles mit den Knöpfen bedienen und bei einer Ersteinrichtung, also jeder, der schon mal eine Phoenix neu eingerichtet hat, der kennt das ganz genau, dass der Daumen dann irgendwann bzw. die Finger da mal wehtun, weil man so viel mit den Knöpfen einstellen muss. Das würde entsprechend doch viel leichter gehen, wenn man hier alles in der App einstellen könnte. Alle 3 Uhren unterstützen das Schlaftracking. Bei der Coros Apex Pro ist es eher so ein bisschen rudimentär. Es wird zwar Schlaf getrackt, aber es hat auf sonst keine Auswirkung. Also ich habe da keinen Ressourcenmonitor oder sowas ähnliches. Bei der Phoenix 6 habe ich auch ein Schlaftracking, wobei ich muss sagen, dass ich hier manchmal Probleme habe, dass das Ganze nicht richtig getrackt wird. Ich habe 2 Kinder, bin öfters mal nachts wach, das wird gar nicht erfasst. Das ist ein bisschen schwierig. Aber ich habe bei der Phoenix 6 eine Body Battery und die funktioniert eigentlich auch ganz gut. Da wird der Stress erfasst, das wird anhand des Pulses erfasst und hier wird dann eine Art körperlicher Akku angezeigt und zeigt euch auch, wie gut ihr euch nachts erholt habt, beziehungsweise wie gut ihr oder was ihr für ein Workout jetzt machen könnt oder wie viel Power ihr noch im Körper habt oder ihr seht auch, dass ihr entsprechend euer Körper ein bisschen ausruhen sollt.
Das Schlaftracking der Polarcritics Pro ist mit Abstand das Beste, was ich an Uhren bis jetzt gehabt habe. Also es gibt da wirklich nichts Vergleichbares. Vielleicht mit der Apple Watch mit Autosleep habe ich noch die gleiche, ähnliche Ergebnisse. Hier bekomme ich ja zwei Sachen angezeigt. Das ist einmal das Schlaftracking an sich, beziehungsweise Schlafqualität. Da sehe ich dann, wie gut meine Schlafqualität war. Und ich habe einen sogenannten ANS-Modus. Das bedeutet, hier wird dann geschaut, wie sich so das, ja, ich sag mal, das Nervensystem sich erholt hat. Und hier werden dann entsprechende Bewertungen gefahren. Und dann sehe ich auch in der App, ob ich jetzt hier einen stärkeren Workout machen kann oder doch lieber meinen Körper schonen soll. Und hier wird auch auf die letzten 28 Tage geschaut. Das heißt, es wird immer verglichen. Und so gleicht sich die Uhr auch mit eurem Schlafrhythmus ein, weil jeder Körper ist ja auch ein bisschen anders, was das Schlafen angeht. Der eine braucht ein bisschen mehr Schlaf, der andere braucht ein bisschen weniger Schlaf. Und so bildet die Uhr das doch wirklich sehr gut ab. Alle drei Uhren haben auch kein Problem, euch das VO2 Max zu messen. Ihr müsst bei der Polarcritics Pro einen Fitnesstest machen, um hier den VO2 Max Wert zu ermitteln. Bei der Garmin Uhr, wenn ihr einen Brustgurt tragt und laufen geht, wird dann auch entsprechend ein VO2 Max ermittelt, beziehungsweise bei der Coros Uhr wird ebenfalls beim Laufen ein VO2 Max ermittelt. Alle drei Uhren haben auch eine App-Anbindung, das bedeutet, ihr könnt hier alle Sachen oder Daten nochmal in Historie anschauen. Es wird alles mit einer App synchronisiert und ihr bekommt dann eine Auflistung. Ich finde die Übersicht bei der Coros Uhr am besten gelungen. Hier habt ihr auf einer Seite wirklich alle Informationen, die ihr braucht. Aber hier muss ich ein bisschen Kritik üben. Bei der Coros Uhr ist es so, es wird zwar auf dem deutschen Markt verkauft, ist auch schon vieles übersetzt, aber gerade wenn ihr in Menüs hineingeht und vielleicht mal mehr Informationen haben wollt, ist manches noch nicht übersetzt, ist auf Englisch. Das bedeutet, hier wird auch noch ein kleiner Grundstock an Englisch vorausgesetzt. Das Ganze ist noch nicht so ganz für den Massenmarkt geeignet. Es ist eher ein bisschen so in den nerdigeren Bereich, würde ich sagen. Wenn ihr im Sport schon ein bisschen tiefer drin seid und Vokabularien könnt, ist es alles kein Thema. Ich möchte es aber hier mal erwähnen, gerade wenn man jetzt neu in das Thema einsteigt, ist es vielleicht auch ein bisschen schwierig, hier mit der Coros Apex Pro anzufangen. Bei der Garmin-App ist es so, die ist wirklich schön hübsch aufgearbeitet. Sie bietet auch eine Tagesübersicht, wo ihr dann nochmal alle Daten des Tages bekommt. Wenn ihr aber mehr oder tiefer in die Gesundheitsdaten möchtet, müsst ihr auch entsprechend ein bisschen tiefer in die Menüs gehen. Da ist es doch ein bisschen verschachtelter, um zum Beispiel VO2 Max-Wert zu ermitteln. Bei der Coros-Seite mache ich hier mache ich den Tab auf und bekomme den oben gleich angezeigt. Bei der Fenix 6 muss ich erstmal, beziehungsweise bei der Garmin Connect App muss ich erstmal suchen, um hier den Wert zu finden. Wenn man natürlich sich mal auskennt, ist es alles kein Thema. Als letzte App hätten wir noch die Polar Flow App. Da gibt es auch wieder Unterschiede zwischen Webseite und App. Also in der Webseite könnt ihr dann Trainingspläne machen etc. und auch einen Saisonplaner. Das habe ich noch gar nicht erwähnt, ist auch ein Saisonplaner enthalten. Ihr könnt eure Saison planen. Ist aber wiederum nicht in der App. Das bedeutet, ihr müsst dann auch quasi zwei Devices nutzen, also quasi einmal einen PC und einmal die Handy-App. Also Handy-App, um auch die Uhr zu synchronisieren und den PC natürlich dann, wenn ihr jetzt Trainingspläne erstellen wollt, das entsprechend über den PC zu machen. Was die Übersicht der Polarflow-App angeht, finde ich die am schlechtesten gelungenen von allen dreien. Sie ist jetzt nicht schlecht und man kommt auch an seine Daten, man bekommt eine sehr gute Laufanalyse angezeigt, also man bekommt hier auch Fettverbrennung, Kalorienverbrennung etc., alles wunderbar. Aber so von der Aufmachung her könnte man da vielleicht zumindest meiner Ansicht nach so ein kleines Redesign machen. Zum Beispiel auch so eine komplette Tagesübersicht, die ein bisschen schöner aufgearbeitet ist. Die ist jetzt nicht so, ja, wie zum Beispiel bei Garmin Connect. Da ist wirklich total toll. Da bekomme ich wirklich eine schöne Übersicht und alles auf einen Blick. Zumindest die wesentlichen Sachen. Und bei der Polaruhr ist doch schon alles ein bisschen versteckter. Natürlich auch hier ist es so, wenn ihr euch da mal zurechtgefunden habt, ist das alles auch kein Thema. Ihr bekommt auch sehr gute Details, wenn ihr das mal alles, ja, wenn ihr mal wisst, wo das alles ist. Wirklich kein Thema. Was die wöchentliche Aufarbeitung angeht, ist für mich tatsächlich die Garmin Connect App die beste, beziehungsweise wenn es um sportliche Themen geht, ist hier die Coros App am besten aufgearbeitet. Wenn ihr noch mehr Eindrücke der Uhren haben wollt, ich habe für die Polarcritics Pro einen Test gemacht, beziehungsweise auch ein Video Polarcritics Pro versus Fenix 6. Und ich habe auch zu Coros Apex Pro einige Videos gemacht. Ihr findet alles in den Playlisten. Ich habe eine Playliste, alles rund um Coros. Ich habe eine Playliste, alles rund um Garmin. Und ich habe eine Playlist, alles rund um Polar. Da könnt ihr euch das Ganze auch nochmal explizit anschauen, gerade wenn euch ein Thema speziell interessiert. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Eindruck geben meiner 3 Top-Outdoor-Uhren. Ich habe hier im kleinen Rahmen so ein bisschen ausgearbeitet, was hier die Unterschiede der Uhr sind, was für mich hier so, ja, die Stärken der Uhren sind. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da, beziehungsweise wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt rund um die Sportuhren, beziehungsweise Sportuhren allgemein, dann lasst auch gerne ein Abo da. Für die Fenix 6 soll ja jetzt bald der Nachfolger kommen, den werde ich auf jeden Fall auch mal auf meinem Kanal vorstellen. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, tschüss, bis zum nächsten Mal.